Hallo und herzlich willkommen zurück zu No One Lives Forever. So, wir sind beim nächsten Tutorial hier. Just be careful not to wander into the cloud yourself, or who knows where, or even if you'll wake up. Why don't you try it out on Leon here? He's been up for 32 hours straight working on a new prototype. The rest might do him some good. Oh, jetzt haben wir uns selbst erwischt, wie es aussieht. Okay, jetzt sind wir wieder wach. Ups. Ja gut, wenn das ein Raketenwerfer ist, gehen wir besser ein bisschen zur Seite hier. Ja, das war's eh schon. Dann können wir jetzt nach Hamburg gehen und zur nächsten Mission. Proceed to Hamburg, West Germany and rendezvous with Thomas Goodman, an operative from Unity's American branch. Goodman may have information concerning Dr. Schenker's whereabouts. The rendezvous will take place at Das Einsame Valkyrie, a popular beatnik nightclub in Hamburg. You will recognize Agent Goodman by his rugged good looks and the unlit cigarette he is holding in his left hand. Offer him a light. He will answer with, "Sorry, but I don't smoke." Once you have made contact, you will be under Agent Goodman's command. Follow his orders implicitly. Ja, ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Default Equipment. Oh, Moment, aber das Feuerzeug brauchen wir auch noch. Dann machen wir mal Select. So. Viel besser. Und los geht's. How am I going to get in there? I demand to be let in. I'm sorry, that's impossible. But my girlfriend is inside. I understand that, but I can't let you in. Can I at least go find her? Sadly, no. Why not? Because the club is full. Nobody else is allowed. Well, can you go find her for me? I must stay here. Then can you send someone to find her? Everyone is busy. You will just have to wait. I want to speak to someone in charge. As I said, everyone is busy. If you come back tomorrow after 10 a.m., perhaps you can speak with someone then. But my girlfriend is in there now. Perhaps you should have come together. Then you would not be in this situation, and I would not have to listen to you shouting at me. I'm just getting warmed up. It's not my fault that you're out here and she is in there. It is your fault. She is your girlfriend. You should have known better than to ask her to wait for you inside a club that is known to fill up every single night. Can I please just go and find her? I said no, and I meant it. Now go away or I will call the police. Schweinhund. Scheißkopf. Ja, diese Probleme immer. Is it always as crowded? Yeah, the place fills up every night. People come for the music. Do you think they'll let us in? I doubt it. I have to get in there. Really? Well, let me help you. I'll distract the bouncer so you can climb in through that window. Watch out for the camera, though. Thanks. My pleasure. Have fun. Ja, die ist doch freundlich. Das wird man doch gleich mal machen. So. Ja, aber die kann bis zur Tür laufen, ohne Probleme, wie es aussieht. So. Das fällt natürlich überhaupt nicht auf. You must meet a lot of pretty girls. Yes, but rarely do I meet enchanting ones. You're teasing. I do not tease. Promises, promises. I get off in an hour. Then say... Oh Gott. Ja, und da gehen alle rein wegen der Musik. Excuse me. This is all I have time for this evening. Thank you, thank you. Perhaps I will sing for you later. Ah, sensationelles Klischee. Ich finde das super. It's so important you need to interrupt me in the middle of a performance. You know how these people treasure my concerts. Now they will lament. Das tut mir leid, Fräulein Wagner. Of course, if they are sad,
They will buy more drinks to drown their sorrows, which is good for business. But it troubles me to know that someone is unhappy because I was unable to give enough of myself. A gift like mine comes with terrible responsibility, you know. Yeah, and you have so much of yourself to give. Even such pathetic, horrible creatures as these smelly beatniks deserve some sympathy, yeah? Now then, perhaps you will care to remind me why I am talking instead of singing. Fräulein Wagner, the superspy is here. What should we do? So, the fly has rung the doorbell of the spider. You did the right thing. Let her have a few drinks. Then she goes to the water closet. Grab her and bring her to me. Am I understood? Jawohl. Good. Watch her closely. She is not to leave under any circumstances. It will be done as you have asked. If you succeed, perhaps I will be convinced to sing for you. Would you like that? Very much so, Fräulein Wagner. It would be a great honor. Oh je. Then make me happy. When I am happy, I sing like a nightingale in springtime. Ich glaube, der will schon von sich aus überhaupt keinen guten Job machen. Wer will das schon? Also das hält ja kein Mensch aus, wie die singen. Aber sehr schön. Dankeschön. I do too. Can I talk you out of it? Ach. Ja, der Club ist ja total überfüllt hier. Ich glaube, die machen denen einfach einen Gefallen. But I thought the music was terrible. How can you say that? It's unconventional, certainly, but that's what makes it so compelling. It's not compelling, it's just bad. Well, what do you know about music anyway? Maybe it's just too sophisticated for my taste. Personally, I like music that has a melody. Ja, ich glaube, da ist wohl niemand zufrieden, außer der Typ da. Mit der Musik. Aber ja, das kommt dann später auch nochmal auf uns zu. So, ich denke mal, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Wir müssen ja den Thomas Goodman finden. Und der müsste irgendwo bei der Bühne sein, dachte ich. Außer wir müssen uns erstmal auf die... Kann es sein, dass wir erst auf die Toilette müssen, weil wir jetzt das mitbekommen haben, dass er uns überraschen möchte? Das wäre natürlich auch möglich, aber da sind wir gerade vorbeigelaufen, oder? Oder, Moment. Hier war es doch, genau. Versuchen wir das mal. Nee, scheint doch nicht so zu sein. Interessant. Sehen wir uns das erste Mal selbst und dann stehen wir noch so komisch drin. Moment, ich probiere mal. So laufen wir rum, wenn wir eine Münze in der Hand haben. Wie sieht's mit der Brille aus? Das ist ja cool. Moment, und das Feuerzeug? Sehr schön. Okay. Ja gut, das Deutsch ist doch nicht so super, wie ich gedacht habe, aber es ist natürlich auch sehr klischeehaft bedingt erstellt worden. Was mir eigentlich ganz gut gefällt, auf jeden Fall. So, wo haben wir denn den Thomas Goodman? Das ist er nicht. Das sieht vor allem ziemlich schlimm aus, der Typ. So, hier rüber. Hier haben wir noch... These cramps are killing me. Ich dachte, es war noch irgendeine Intelligence da, aber doch nicht. So, gehen wir mal hier hoch. Mal schauen, ob wir was finden. Kommt er erst später? Moment. Okay, also müssen wir erstmal vom Chef ins Büro rein. Ich denke, es ist eh da hinten, dass wir ein paar Infos bekommen. Ui, das... Upsala. Ich glaube, da laden wir nochmal kurz neu. Aber wir sollten ja gleich wieder am neuen Orten sein. Ja. In dem Büro drin sein. So, hier ist es eh schon. Speichern wir ihn ja nochmal kurz. So. Die Kamera ist da vorne. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch kurz einen Moment warten, bis die sich wieder umdreht. Oder zumindest
zur Seite kommt. So. Und nochmal kurz warten. Und schon sind wir fertig. Wir schließen die Tür am besten wieder. Sehr gut. Und jetzt müsste Goodman unterwegs sein, oder? Ja, genau. Der dürfte hier gleich unten sein, nehme ich an, bei der Bühne. So, wo haben wir ihn denn? Ja, da steht er ja schon. So, holen wir kurz das Feuerzeug raus. Would you care for a light? Thanks, but I don't smoke. You're holding a cigarette. Am I? Well, what do you know? I guess old habits die hard. Say, can I borrow a dime? I want to call my mom and tell her I just met the girl of my dreams. I gave my last dime to a worthwhile charity. Ouch. I wasn't expecting a woman. You weren't briefed. They just said meet Agent Archer at 8 p.m. Well, I'm Agent Archer. So I gathered. Didn't the code phrase tip you off? I thought it was a little unusual, but I figured, hey, it's Europe. Things are different over here. Scotch and soda. Will you have a drink? Old Granddad. Bring the bottle, a tumbler, and a bowl of ice. Goodness, are you celebrating? Compensating, actually. How sad for you. So tell me, Ms. Archer. Oh, now don't start with that. What? There's no need to patronize me. Was I patronizing you? Yes, you were. Well, I'm sorry, but I didn't realize I was gonna have to babysit on this assignment. I may be a woman, but that doesn't mean I can't take care of myself. Oh, I get it. You're one of those women's libbers. Dress up in men's clothing, ride motorcycles, smoke cigars, that kind of thing. Just because I can take care of myself doesn't mean I'm not a woman. They're not mutually exclusive, you know. But isn't the point of women's liberation to allow young ladies like yourself to become men? The point is to allow young ladies to become whatever they please. Ouch. Well, if you're as deadly with a pistol as you are with your tongue, you can watch both our backs. All right, I will. So what's the plan? Well, the first thing is to find out who the goon is. Excuse me? You're being watched. If you can lure him someplace quiet, I'll jump him and find out what he's after. That's very noble of you, but I think I can handle that little fella. Suit yourself. Where should I ambush him? Try the ladies' room. What? You think he'll follow me into the loo? Heck yeah, look at him. He's concentrating so hard on not being noticed, he'd probably follow you into heavy traffic without a second thought. Anyway, you'll certainly be justified interrogating him, won't you? I'd be justified in doing worse than that. Just make sure you question him first. I'll be waiting by the stage. Be wary of the operetta. It's a bit enthusiastic. I can take it. Ow! Ja, was war denn das? Auf jeden Fall die Holde hier oben. So. Dann werden wir erstmal jetzt die Toilette hier aufsuchen. Das dürfte hier unten sein. Ja, genau, hier war es ja. So. Hier ist ja alles Teppich. Warum sollte ein nasser Fußboden hier eine Rolle spielen? Was machen die da drin? Das klang ein bisschen eigenartig. So, hat sich das auch erledigt. Ja, und der Goodman, der vertreibt sich die Zeit mit der Frau. For someone? What now? About time things livened up. Ja, und los geht die nächste Schießerei. Sehr gut.
Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht noch ein paar Zivilisten erschießen aus Versehen. Auf jeden Fall geht es vermutlich zurück zur Bühne. Oh nee, hier haben wir ja den Hinterausgang, so wie es aussieht. Hey, dann habe ich den Kopf getroffen. Warum lebt denn der noch? Die schießen hier das ganze Regal hier, das ein bisschen mühsam ist, weil wir die nicht erkennen, wo die sind. So. Jetzt aber. Sehr gut. Die Waffe ist mir noch ein bisschen zu heikel. Da haben wir noch zu wenig Munition, als dass sich das lohnt. Na, normalerweise, wenn sie das Regal hier runterschmeißen. Aber jetzt haben wir sie ein bisschen zu früh erschossen, dass sie das gar nicht mehr konnten. So, die nehmen auf hier. Und die Munition... Oh, wir haben noch Brandmunition. So, stirb. Sehr viel Käse hier. Ja, das sieht schon wieder mehr aus nach Süddeutschland als eher Hamburg, glaube ich. Wobei, ich kenne mich nicht so gut aus, wie es die Norddeutschen mit Käse haben. So. Ja gut, das ist mir ein bisschen mittlerweile zu blöd, so holen wir uns das Maschinengewehr raus. Goodman ist auch nicht mehr hier. Der wird sich verkrochen haben. Ah, da ist er ja. I was ambushed before I could question the bastard. You okay? I suppose, although I think someone might have tried to drug me. Something stung the back of my neck as I was heading for the ladies' room. Might have been a dart. How do you feel now? Not bad. Meet me at this address in 1 hour. Why not go together? I want to poke around and see who these people are. They may be linked to harm. Are you sure it's safe? Hell no, it's reckless and dumb, but that's not going to stop me. Well, good luck then. What should I do if you don't make it? Don't worry, doll, I'll make it. If you say so. Head backstage. A friend of mine's waiting in the alley. He'll get you out of here. Just tell him you're with me. You think he'll believe me? He will if you tell him my code name. I don't know your code name. Bold Eagle. Good God. What's so funny? Nothing. See you later, Bold Eagle. Not if I see you first. Okay. Ja, versucht er noch zu flirten, der Sack. So, dann geht's für uns mal hinten raus. So, das nehmen wir noch auf hier. Hier haben wir noch Intelligence. So. Ist das von Haupt? Die sehen ja alle gleich aus, die Agenten. Von daher kann man das irgendwie nicht so ganz sagen. Und ich glaube, den erwischt es gleich. I guess I'll have to improvise. Ja, sieht so aus. So, hier kommen wir nicht vorbei. Hier ist noch der Wagen hier. Ja gut, dann schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Ich denke mal auf die übliche Art, laufen und ballern. So. We supply Harm's entire staff with the finest Deutsch brews. Really? That must be a lot of beer. Indeed. Our studies show that criminals drink 3 times as much alcohol as law-abiding citizens. So beer turns people into criminals? The correlation doesn't imply causality. Just because criminals drink a lot of beer doesn't mean that beer causes crime. It's possible that people with criminal tendencies enjoy beer because it helps to soothe their conscience. Or perhaps criminal behavior is caused in part by a genetic predisposition that also, coincidentally, makes criminals like the taste of beer more than the average person. Who knows? You're very knowledgeable about these things. Criminal sociology is a hobby of mine. I think it's important to understand not just the individual psychological roots of one's behavior, but also the social circumstances that foster that behavior. Whether we like it or not, we are shaped by our environment.
Surely you're not suggesting that individuals aren't accountable for their actions. Oh, no, of course not. Just because we are products of the societies we're born into doesn't absolve us of personal responsibility. Our religions and laws teach us what is right and what is wrong. Frequently, the right choice is the more difficult path to take. It requires sacrifice, self-discipline, patience, virtues that many of us find somewhat lacking in our natures. But what if you're born into a hedonistic culture? Look across history. The reason hedonism is discouraged by most religions and governments... Oh mein Gott. Okay, ich baller die jetzt einfach weg. Diese ganzen Psychologen oder möchte gern Psychologen. Oh je. Also die Sniper, die machen schon sehr viel Schaden hier. So, haben wir endlich erwischt. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ui, ja, genau deswegen. Oh Gott. Keine Munition mehr? So. 5 Schuss. Jetzt hoffen wir mal, dass nicht noch irgendwo ein Sniper rumsteht. Also, die machen immens viel Schaden. Aber hier sind wir gleich schon am Ende von der Mission. Von daher spielt das jetzt keine Rolle mehr. Hier sehen wir schon die ersten... Ja, da wird das Bier für Harm drin sein, so wie es aussieht. Ja, das wären wir soweit. Oh je. So. There is a Unity safe house in Bremen, near the docks where you are to rendezvous with Agent Goodman. Stop there on your way and submit a status report to command. You should also equip yourself for the mission ahead. Gut, ich würde mal sagen, wir haben es mal hier gesehen und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich danke euch fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.